von den Blättern an der Pflanze aus dem eigenen Garten zum fertigen Spinat. Wenn ihr Yucca oder Maniok schon kennt, dann kennt ihr sie wahrscheinlich nur als kräftige weiße Wurzel, die geschält wird, gekocht und verzehrt. Aber wusstet ihr eigentlich, dass man diese Blätter genauso gut verzehren kann und wie man sie dazu zubereiten muss, damit man sich nicht mit Blausäure vergiftet? Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt gucke ich mal, welche Äste ich hier ein bisschen einkürzen kann, damit die Pflanze nicht so auf dem Boden hängt. Und dann können wir hier uns nämlich auch hier gleich ein paar Yucca-Blätter dann abmachen. Da helfen wir uns dabei, diese ganzen Yucca-Stöcke von ihren Blättern zu befreien, dass wir sie dann kochen können. Die machen auch beide tatkräftig mit und freuen sich über diese Arbeit, oder? Nein? Und du? Und du? Du freust dich, oder? Du freust dich, hm? Vati freut sich immer, hä? Vati freut sich immer. Der Kochtopf ist jetzt voller Yucca-Blätter, die abgemacht wurden. Ja, der ist wirklich komplett voll. Und da lassen wir jetzt Wasser rauf. Das soll gut mit Wasser befüllt sein, denn wir wollen hier diesen giftigen Blausäure auskochen. Das wird das Wasser löslich, das geht ins Wasser über. Deswegen reichlich Wasser, damit das alles ins Wasser geht. So, und das Ganze geht natürlich jetzt auf unseren Steinzeitherd. Ja, vielleicht ist es ein Tick besser als Steinzeit. Immer habe ich hier einen Rost. Aus der Eisenzeit. Dann müssen wir natürlich eine Kokosnuss öffnen. Dafür habe ich den besten Kokosnussöffner, den ich euch nur herzens empfehlen kann. Oder so. So. Bei den Trinknüssen mache ich das mit der Machete, aber das mache ich lieber mit der Axt hier. Was meinst du denn mit Trinknuss und dieser Nuss? Das ist eine Piu-Matz. Also Kokosnuss bleibt Kokosnuss. Es gibt Kokosnüsse, die nicht so stark ausgereift sind. Die haben ganz viel Wasser und kaum Fruchtfleisch. Und das sind Kokosnüsse, die schon fortgeschrittener sind. Solche findet ihr auch bei euch im Supermarkt, in ausgewählten Supermärkten. Und die sind schon weiter gereift. Das werdet ihr sowieso auch kennen. Hier, das sind die mit diesem dickeren Fleisch. Und die öffnet Sebastian jetzt mit der Axt. Und die anderen, da ist die Schale nicht so dunkelbraun durchgehärtet und die werden dann mit der Machete geöffnet. Was ist bei uns der Kompost? Ist das ein Kompost? Das ist ein Bananenkreis und da tun wir halt unsere Abfälle hin, unsere Küchenabfälle. So, und jetzt wird das Ganze aufgekocht. Hier, wie man sieht, wieder in unserer Rauchhöhle hier. Ja, teilweise tun wir auch sogar die Yucca-Stöcker mit trocknen, wenn sie nicht dick genug sind zum Pflanzen. Hier, naja, es ist ja ein bisschen zugewachsen, ist nicht so perfekt. Das ist Yucca, da treibt sogar schon wieder aus. Hier, wenn man die hinwirft, treiben die oftmals wieder aus. Sollte das jetzt eigentlich nicht machen, aber ja, zum Einpflanzen ist es ein bisschen dünn. Deswegen lasse ich das hier liegen. Und wenn es jetzt nicht gerade so auf dem Boden liegt und abgedeckt ist von anderen Pflanzen, dann lassen wir es trocknen und tun es damit verfeuern, wie das andere hier. Wenn ich daraus Schalen machen will, die sind relativ groß, hätte man machen können. Da säge ich die meistens auf. Weil nur mit einem harten Gegenstand drauf zu schlagen, da reißen die halt ein, wie sie wollen. Und du klemmst ja manchmal die Haut. Und manchmal klemme ich mit den Finger ein, ja. So. Ist dann in so einem Riss drin. Ja, jetzt kann ich die so auseinanderreißen, das lässt sich leichter auslösen. Jetzt machen wir die Kokosnüsse Der Schlitzer. auf. Ja, die offen sind sie. Wir machen dir den Schlitzer und holen die Fleischstücke da raus. Joa, tue ich jetzt unterhebeln. Das ist Jolines Lieblingswerkzeug, wenn es um Kokosnüsse geht. Und dein Hasswerkzeug, ja? Nee, würde ich nicht sagen. Ich hasse nichts. Es gibt nichts, was ich hasse, ja. Für mich gibt es keinen Hass. Ich mag es nicht. Ich nehme lieber ein Messer dazu, ein stumpfes Buttermesser sozusagen. Aber sie mag das und wenn ich das so jetzt vorbereitet habe, geht es auch ganz gut. Aber so mit Vorsicht zu genießen, man kann sich immer noch verletzen, ja, wenn man nicht vorsichtig ist. Kann man sich aber auch mit deinem Buttermesser. Wie mit allen Küchengeräten, ja. Wenn ihr wollt, kann ich euch das gerne verlinken unten in der Videobeschreibung. Da unten, warte mal, so, ja. Piu, piu, piu. Weil das gibt es immer noch zu kaufen.
So, diesen Schritt solltet ihr nicht überspringen. Ja, das ist der wichtigste. Diese Yucca-Blätter, die kochen jetzt mit sprudelndem Wasser 15 Minuten. Und dann werde ich das Wasser wechseln. So, und zwar sind die Yucca-Blätter jetzt 15 Minuten lang am Kochen. Und jetzt ist der Prozess auch noch nicht vorbei. Jetzt versucht mein Mann ein Gerät zu benutzen. Ich habe es schon benutzt, aber das wie war denn das? ist falsch rum. Doch so rum. Ja. Aber wozu sind die Rillen da draußen? Na ja, gut. So, und nun soll er das heiße Wasser abschütten. Ja, was hier direkt vorm Feuer ist natürlich schon ein bisschen... Und danach müssen wir nämlich wieder Wasser reingeben. Und danach wird das nochmal aufgekocht mit viel Wasser. Das können wir dann auch super an die Pflanzen gießen, das Wasser, wenn es ausgefüllt ist. Und jetzt müssen wir wieder viel Wasser reintun und dann kochen wir das ein zweites Mal. Zweites Mal aufkochen lassen und 15 Minuten kochen. Und dann sollten wir genug von den unverdaulichen, giftigen, wie heißt das, Blausäure entfernt haben. Messer gleich holen? Mein Mann ist neugierig, was im zweiten Topf ist. So, das ist jetzt wieder auf dem Herd. Ich werde jetzt noch ein bisschen einheizen. Oder wolltest du das machen? Ja, Rinde. Geht auch super. Ja, so. Naja. Richtig einheizen, richtig kochen lassen, nochmal 15 Minuten kochen. Jetzt schalte ich mein Hightech-Gerät an. So Mikrofon. bekommt ihr Kokosnussmus zu Hause. Auf geht's! Dun, dun, dun. Ja, macht Geräusche wie ein alter Traktor. Nee, nicht ganz, das ist nur das Scheppern von der Blende vorne. So, ja, ganz kurzer Schwenker durch unser Haus, wer es nicht weiß. So wohnen wir, ja, so leben wir, das ist unser Haus. Das ist unser Haus, da hinten kocht gerade was auf dem Herd, das ist Yucca. Deswegen ist meine Hand schwarz. Ja, und ja, aber daran sieht man, dass bei uns haben halt setzt halt andere Prioritäten. Bei uns ist die Ernährung sehr hoch angesetzt, deswegen haben wir Geld dafür ausgegeben, anstatt für Wände. Ja, das kommt nach und nach, aber uns sind solche Dinge wie der Mix Edelstahlbehälter, können wir vielleicht auch mal ein Video drüber machen, weil das kennen nicht viele. Zeig jetzt mal hier unser Kokosnussmus. Und das kommt dann bei raus. Das sieht erstmal noch ein bisschen flüssig aus. Ich werde ein bisschen später nochmal aufnehmen, wenn sie alles durch hat. Und wir verwenden alles, ja. Ich weiß nicht, ob das in dem Video mit drin vorkommt. Auch diesen Trester verwenden wir. Ja, im Zweifelsfall kriegt Buddy das. Der freut sich da drauf. Macht's nicht scharf hier. Du freust dich auf Kokosnuss? Ja. Freust dich auf Kokosnuss? Ja. Das ist jetzt die Ausbeute. Einmal der Trester dieser 2 Kokosnüsse und dann unser Kokosnussmus. Jetzt kommt der super Edelstahlbehälter zum Einsatz, denn da kann ich kochend Heißes hineingeben. Und dann tun wir jetzt unsere, noch kochenden, aber die Behälter kochen nicht direkt über das Wasser hier. Drücke ich jetzt so da rein. Jetzt wahrscheinlich jetzt wird gleich beschlagen. Für alle, die es interessiert, der Behälter ist echt super. Ich kann euch den auch verlinken. Ich weiß nicht, ob es den mittlerweile in Deutschland gibt. Wir haben den zwar über Amazon gekauft, aber da wird er aus den USA geliefert. Ich habe mittlerweile schon einmal die Lager ersetzt. Also selbst der ist nicht unzerstörbar. Allerdings, das Gehäuse ist ja, ich würde mal sagen, fast unzerstörbar. Jetzt haben wir hier mal die heißen Spinatblätter. Was ich gerne dazu mache, das ist natürlich optional. Das ist Knoblauch. Das ist hier Salz und Muskatnuss. Und dann tun wir was von dem Kokosnussmus dazu. Das ist dann Spinat wie mit Blub. Ich glaube, so treffe ich das nicht. Ups. So, und wahrscheinlich müssen wir ein bisschen Wasser noch dazu tun. So, ich glaube, das reicht. Auf unserem Titelbild haben wir bewusst den Namen Powerspinat gewählt. Das soll nicht nur ein lustiger Name sein. Laut einer offiziellen Nährwerttabelle der FAO liefern 100 Gramm gekochte Maniokblätter unter anderem 3,9 Gramm Eiweiß, 4,6 Gramm Ballaststoffe und 1,7 Milligramm Zink. In dieser Tabelle liegen sie damit bei diesen Nährstoffen über gekochtem Tiefkühlspinat. Diese Werte können sich natürlich je nach Sorte, Anbau und Zubereitung unterscheiden. Die vollständige Quelle haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt. Und wie das Ganze jetzt schmeckt, das zeige ich euch jetzt, indem ihr seht, wie ich es genieße. Riquissimo.
Wer von euch Yucca oder Maniok bereits kannte als Verzehrpflanze, dann schreibt es mal in die Kommentare.